Oh. Du willst noch auffallen. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute bin ich hier mit Daniel Abt. Wie geht's? Der Booster kickt schon rein, ja. Ja, ich muss sagen, der ist so stark. Dabei habe ich heute was zu Mittag gegessen. Heute konfigurieren wir mein neues Auto. Den Porsche GT3 RS, ich habe lange dafür gekämpft und ich habe es jetzt final zugesagt bekommen. Und du wolltest die Quote heute an mich abgeben. Nein, das nicht. Und wie die Leute wissen, ich habe jetzt nicht so wirklich viel Ahnung von Autos. Aber Geschmack schon mal, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ja, da werden wir mal gucken jetzt, ne, in welche Richtung es geht. Und ich habe gesehen, du hast GT2 RS und du beschäftigst dich schon im Wesentlichen damit, ne? Ab und zu. Ja, von daher, es gibt so viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten und ich weiß wirklich nicht so genau, wo es lang geht, ne? Und darum sind wir heute hier. Sehr gut. Also erstmal sehr gute Grundentscheidung mit dem GT3 RS. Da wirst du, glaube ich, viel Spaß haben. Ich sag mal so, ich würde jetzt als erstes Mal, also erste Instanz ist natürlich, ich werde niemals ein Auto, also niemals den kaufen ohne Weissachpaket. Ne? Also von daher, das wäre jetzt das Erste, was ich erstmal... Ist auch aus Investmentsicht deutlich schlauer, das zu nehmen. Die Frage ist nur, willst du einen Überrollkäfig oder nicht? Muss, natürlich, bei mir Maximum. Okay. Also ich möchte den auch in Carbon haben. Ja? Oder? Gibt's, glaube ich, kann man gar nicht auswählen in Carbon, aber... Doch, ich glaube schon. Nee, ich glaube nicht. Ja, ich glaube schon. So, guck, und da bin ich schon überfordert. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Weißt du? So, warte mal, hier. Darf ich mal? Ja. So, ich weiß nicht, was du jetzt hier... Mal schließen das mal kurz. Also, wir wollen was haben? Weissachpaket mit Überrollkäfig. So, und was sagt der hier? Ja gut, ich glaube, das ist wegen den Rädern. Also Okay. nimmt er hier noch ein paar Konfigurationen mit dazu. Bam, erzählen wir hier direkt. Genau, Carbon. Carbon. Jetzt können wir von oben nach unten durchgehen. Ja. Hier familienintern führt die Farbauswahl etwas zu Konflikten. Ich werde dir mal zeigen, Ja. was ich persönlich gerne hätte. Okay? Okay. Diese Farbe. So ein Candy Pink. Jetzt sag Ja. mir mal bitte, guck mal, du musst nicht so denken wie du. Ich Ja, bin ja. kein geschmackvoller Typ. Doch, bist du schon, Ja, aber du hast, laut. du hast einen sehr lauten Geschmack. Was spricht denn gegen die Farbe? Also ich glaube, ich persönlich glaube halt, das ist eine laute Farbe, ganz klar. Ich glaube aber, das könnte auf dem Auto einfach ein bisschen drüber, ein bisschen zu weird aussehen und irgendwie, du willst ja auffallen, aber schon auch so, es soll ja trotzdem ein bisschen Stil haben, oder nicht? Also du willst ja trotzdem, dass die Leute nicht sagen, was für eine komische Karre kommt jetzt hier rum, sondern eher, dass sie sagen, okay, geil. Ja. Also ich werde auch bei meinem GT3 hatten wir auch überall so wie ein Rennwagen, überall meine Parfümmarken und so drauf, ne? Das würde Ja. ich jetzt da auch machen. Ja, das ist ja cool, das kann man ja machen, das schaut ja dann racy aus. Lass uns mal gucken, was für Farben es Okay, gibt. also- Einfach mal ein bisschen Gefühl bekommen. So, das gibt's jetzt hier. Ich meine, es gibt wirklich sehr viel zur Auswahl, ne? Ich meine, was sonst natürlich nur sehr auffällig ist, ist sowas wie das Ace-Grün, aber das ist wahrscheinlich eher... Aber du sagst zu mir, Pink geht nicht, aber Acidgrün. Ja, das... Guck mal, da muss der Olli selbst lachen. Ich sage ja, das war nur als Beispiel Okay. für etwas sehr Lautes. Also was ich mir sehr geil bei dir vorstellen kann, ehrlicherweise, ist so ein Richtung British Racing Green, also Gefällt mir auch. so ein schönes Grün mit goldenen Felgen. Ja, okay. So, Dann also hier ist doch hier British Racing Green. genau, ja, nimm das mal. Ja, ist schon. So, das ist eine sehr geile Farbe. Das ist so, man könnte jetzt natürlich, ich meine, wenn du sagst, du möchtest wirklich genau Rolex-Grün, kannst du das natürlich auch machen. Auch nochmal 15 mehr zahlen. Aber ich meine, das ist halt eine Farbe, also die wird man nicht sehr oft sehen. Das ist keine... Und es harmoniert mit Schwarz, ne? Es harmoniert sehr geil mit Carbon, es harmoniert sehr gut mit Schwarz und du hast durch die goldenen Felgen halt immer noch so diesen Boom-Effekt. Ne? Also ich sag mal so, wir lassen das jetzt einmal so. Ja. Ne? Wir können es einmal so drin lassen. Sieht schon sehr schön. Ich hatte mal im PZ mal einen, glaube ich, auch so gesehen in diesem im GT3 in der Farbe. Sah schon gut aus. Wir lassen jetzt erstmal so. Okay. So, Innenfarbe. Ist jetzt natürlich auch wieder die Frage, willst du... Warum haben so manche diesen Hahnentritt und sowas? Im- Pepita-Muster. Ach so, das glaube ich, musst du dir schon custom-made anfragen. Ja, Das ne? kriegst du jetzt Das nicht. musste. Das Also das kannst hier sowieso nicht auswählen. auswählen. So, also hier, was haben wir hier? Da könntest du jetzt überlegen, willst du diese roten Akzente haben? Also du hast jetzt hier quasi nur die Auswahl zwischen Rot und Grau im Innenraum. Ne, da würde ich grau lassen. Ja, oder? Ja, also rot ist ein bisschen Muss nicht, ne? Ja. Sehe ich auch so. So, Vollschalensitze finde ich gut. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die musst du auch automatisch mit Weißachpaket wahrscheinlich.
So, dann haben wir hier Club Sport. Das ist sowieso auch wegen dem Weissach-Paket. Genau, das ist alles mit drin. Jetzt gucken wir mal Sitze. Also diese Bodyform-Dinger. Das glaube ich, braucht es jetzt nicht unbedingt. Das brauchen wir nicht. Ja. Okay, Exterior. Außer du willst wirklich jeden Tag Nordschleife fahren und der Sitz soll einfach perfekt für dich passen. Nee, das geht auch so. Gut. So, jetzt haben wir hier Außenspiegel lackiert. Ja, aber in Exterieurfarbe finde ich nicht geil. Das heißt, die wären auch grün. Finde ich aber nicht geil, weil du hast diesen Kontrast. Genau, du hast ja hier überall diese Dings. So. Okay, dann Türprojektoren müssen sein. Ja, das ist wichtig, genau. So, dann hier diesen seitlichen Dekorschriftzug. Da war ich wirklich enttäuscht, weil Ferrari ist immer lackiert, hier ist geklebt. Das ist eine und ich finde auch nach wie vor, dass das Porsche-Emblem, das ist ja auch nur, also es ist ja nicht das Wappen so an sich, sondern es ist ja auch nur quasi aufgeklebt in dem Sinne. Das finde ich auch schade irgendwie. Man sagt immer, ja, deswegen Performance und bla, aber die paar Gramm, die du dir sparst, das fände ich besser, wenn das wirklich das echte wäre. Würdest du die lassen oder? Also ich habe meinen ohne konfiguriert, bin aber mittlerweile schon nicht mehr sicher, ob ich es nicht doch mitmachen würde. Und gerade jetzt hier in der Farbkombo finde ich es auch. Aber du musst überlegen, da kommen überall Logos drauf, ne? Aber ich meine, dann finde ich, dann passt es sowieso. Also wenn dann, du okay, dann lassen wir es da. Dann würde ich es lassen. Kannst du immer noch abmachen sonst. Was ist das hier? Klebeset? Ja, kannst du noch eine Startnummer und sowas drauf machen. Oh! Hast du eine Nummer? Ja, 33. Das könnte es natürlich Das machen. Kann dir aber fairerweise gesagt auch jeder Folierer für wahrscheinlich zur Hälfte des Preises da drauf machen. Für einen Tausender, glaube ich, dann lass mal erstmal weg. Denk nochmal drüber nachdenken und dann werden wir mal. So, dann, was haben wir? Entfall Modellbezeichnung hinten, das muss sein, ne? Ich habe bei meinem GT3... Sieht man gar nicht, hä? Doch, hier. Doch, hier. Ja, ich würde das nie wegmachen. Ich hatte das ja weggemacht und dann habe ich das auf Arabisch hin machen lassen. Ja? Naja. Mein altes Auto, wirklich schade, ne? Aber gut, dass es weg ist, dafür kann ich jetzt ein neues kaufen. So, Akzentpaket Schriftzüge, das war dasselbe. Boah, das sieht ja auch brutal aus in schwarzen. Krank. Außenspiegel Oberschalencarbon. Ist auch ein sehr teures Spaß-Add-on. Ich persönlich glaube, ich würde es dazu nehmen, weil es halt zum Weissach-Paket unfassbar geil aussieht. 1400 €. Daniel. Okay. Dann nehmen wir den mit rein. Datenfehler. Lässt die Konfiguration nicht zu. Weissach-Paket darf das nicht. Ein Datenfehler. Also das würde ich nochmal nachfragen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass man das schon also in Kombination nehmen kann. So, dann haben wir hier Fahrwerk. Liftsystem Vorderachse muss man haben. Unbedingt, ja. Sonst geht alles kaputt. Ja. Ja, jetzt ist halt die Frage. Ne? Ich habe bei meinem GT3 das nicht gemacht und ich finde irgendwie, es ist unnötig. Es hängt davon ab, wie du das Auto bewegst, natürlich sehr stark. Im Alltag. Ich fahre damit bis zum Bäcker und wieder zurück. Im Alltag brauchst du es wahrscheinlich nicht, nein. Nee, ne? Also brauchst du es ziemlich sicher nicht. Aber wenn du halt mal auf die Rennstrecke gehst, ist es so geil. Also die Bremsen sind wirklich unfassbar geil. Aber sind halt auch unfassbar teuer. Und vor allem, wenn die irgendwann mal wieder neu gemacht werden müssen, werden die auch wieder sehr unfassbar teuer. Also das ist kein Muss. Dann würde ich aber, wenn du das Rot nicht haben willst, hier, genau. Das nehmen wir da mit rein. Was ist das hier? Porsche, das ist nochmal was anderes mit Lackieren. Ach so. Das sind gleich nochmal. Aber die in schwarz lackieren, ich glaube, das ist was Cooles. Ja, auf jeden Fall. Ja, das sieht schon gut aus. Licht und Sicht. Ja. Was muss hier mit rein? Ich würde komplett voll, da du das Auto ja ein bisschen fahren willst. Ja, muss würde ich bei auf mir jeden Fall also das komplett, große Ding hier. Ja, LED-Matrix rein. Ja. Was ich auch sehr geil finde, ist das Exclusive Design Heckleuchten, weil dann die Rückleuchten nicht mehr rot, sondern so sind. Das kommt böse. Das kommt wirklich sehr böse. Okay, dann nehmen wir den auch mit rein. Sehr geil aus. Da siehst du direkt schon, wie das hier quasi. Das sieht viel besser aus. Ja, das kommt echt geil. Automatische Abblend. Ja. Muss auch? Ja. Okay. Und Privacy-Verglasung will ich auch machen. Oh ja, muss. Ja. Sehr gut, ja. Für 500 €, das sind sehr gut investierte 500 €. So, was haben wir jetzt hier? Komfort- und Assistenzsysteme. Das irgendwie, bei manchen Sachen hat der Nils hat zu mir gesagt, du kannst zum Beispiel manche Sachen gesagt, das ist affig. Also Parkassistent hinten inklusive Rückfahrkamera ist aber okay, ne? Also da geht es quasi wirklich darum, ob das Ding piepst oder nicht. Ich sag dir ehrlich, dadurch, dass jeder so gewöhnt ist, auch mittlerweile das zu haben. Warte mal, was war das nochmal? Vorne hat der Nils gesagt, das darfst du nicht machen beim GT3. Er hat gesagt, das ist peinlich. Ja, ich weiß gar nicht, bei denen kann man, glaube ich, vorne gar nicht nehmen. Nee, also hinten machen wir aber mit hinten rein. Auf jeden Fall. Verkehrszeichenerkennung nehme ich auch mit rein. Homelink
Ich weiß nicht, ob das Homelink, was raus. Das ist quasi, dass wenn du wenn du einen Garagendrücker hast, kannst du den anlernen, dass du keinen Drücker mehr brauchst, sondern drückst nur einen Knopf quasi im Auto und dann. Meinst du, das funktioniert bei mir? Du hast nur einen Drücker, oder? Ja. Das geht jedem. Das ist einfach nur eine Funkfrequenz, die wird angelernt und dann kannst du da schön aufmachen. Das ist geil. Also Machen wir. würde ich mir gönnen, ja. So, dann Vorrüstung Porsche Dashcam. Kein Plan, was das ist, ehrlich gesagt, aber So, dann haben wir Interior. Lichtdesignpaket. Ja? Ah, Was kannst du damit machen? hier, das ist so ein bisschen schöne, geile Beleuchtung, hast im Okay. Dunkeln auch richtig edel. Okay. Würde ich machen. Sitzheizung kannst du nicht, weil du die Vollschalensitze drin hast. Okay. Isofix, brauchst du das? Was ist das? Ja, das sind diese Befestigungssysteme, weißt du, wenn du so jetzt einen Kindersitz oder so dir anbringen möchtest. Das wäre gut. Kindersitze. Nee, das brauchen wir Ja, nicht. brauchst du nicht, oder? Gepäcknetz kaum mit reinnehmen, ne? Findest du nicht schön, oder? Nutze ich nie, ehrlich gesagt, aber Also es ist halt gratis, ne? ja, Also ich muss sagen, wenn was gratis ist, dann dann nimm doch mal. nehme ich es mal Ein mit. gratis Netz, Mensch. So, Interior, Oh, Doch nicht gratis, schau. Der Hier, wirft das. Ach, direkt Minus. Gibt es eine Gutschrift da hier? gibt's für 36.000 € zahlst du weniger, wenn du das nimmst. Nee, dann das Netz geht leider, Leider nicht. So, dann haben wir hier Interior-Paket lackiert in Exterior-Farbe. Könntest du dir mal angucken, du hast zum Beispiel innen drin hier so ein paar Elemente in diesem Grün, finde ich tatsächlich, könnte ganz edel sein. Also das hat mich eben gestört, dass man die Farbe irgendwie nicht transportieren kann in den Innenraum. Also Ja. das würde ich schon... Ja. Nehmen wir das mal an, vielleicht wird es auch gleich angezeigt dann. Nee, das siehste, geht nicht. Das geht dann Aber es ist komisch, weil der sagt ja nicht, zum Beispiel ist wie bei dem Netz, da kommt ja dann, dass du es abwählen musst. Ja, ja. Bei dem sagt er Fehler, deswegen ich glaube, dass es Okay. eher so ein Konfiguratorproblem ist. Fahrzeugschlüssel Ja. lackiert. Flex. Hä? Klar, Flex. Voll unnötig. Nein, das ist geil. Das ist geil. Da hast du Ja. von British Racing Green Schlüssel für nur 368 €. Ich kaufe das nur wegen dir, ne? Findest du so gut? Ey, ich find's geil, aber Wenn du sagst, es ist... ich find's geil. Ja, okay. Also, Es ist unnötig. Also noch nie habe ich so schnell so viel Geld verbrannt. So, dann haben wir hier Raucherpaket, ich rauche nicht, Sicherheitsgurt. Tatsächlich, ich muss mal überlegen, ich zeig's mal ganz kurz an. Ich weiß noch, bei meinem GT2 RS hat man mir empfohlen, das Raucherpaket zu nehmen. Das ist doch nur dieser Einsatz in dem Getränkehalter. Ja, beim GT2 S war das irgendwie, ich weiß nicht mehr, was das, warum. Auf jeden Fall hat man gesagt, nimm das dazu, ist besser. Sicherheitsgurte in Lizard Green. Nee, weil das beißt sich. Ist halt die Frage, wenn dann, da siehst du jetzt alle Farben quasi. Gelb, finde ich gut. Also wenn dir das taucht, so ein bisschen Farbe da drin, ist nicht schlecht. Harmoniert auf jeden Fall. Das Stimmt auch, wenn man Rolex Green mit Gold, Auf wegen Gold. der goldenen Krone. Ja. Ja, okay, dann lass mit reinnehmen. Ja. Nehmen wir das mit rein. So, und jetzt Interior Leder. ist jetzt die Frage, ne? Da kann man jetzt wieder richtig viel Geld rausbrettern. Ne, da bin ich nicht so extrem der Bin Freund ich aber von. auch, muss jetzt nicht sein. Du kannst jetzt halt noch Fußmatten machen oder Lederdüsen, Leder. Genau. Luftdüsen. Luftdüsen. Lederdüsen, Leder. Race-Tex. Sonnenblende. ach so, das ist Material, ne? Ja. Glaube ich auch. Guck mal, ich bin auch ein Minimalist, ne? Ja, Also ich glaube, das kannst du ja auch alles sparen tatsächlich. Tatsächlich. Oh. So. Das hier, ja. So, Schauen wir mal. Das ist es. Das ist es, ne? Das ist es, ja. dachte ich mir. Ja, Ah. das müssen wir machen. Das machen wir auf jeden Fall mal. Aber finde ich auch fair. Also da muss ich sagen, Hier. ah ja, 226 € finde ich fair. So, Audio und Kommunikation, sehr wichtig. Ne? Ja. Und hier müssen wir dann das Bose System nehmen. Ne? Und das. Schneeketten? Schneeketten ganz besonders wichtig. Die würde ich auch für den Track, ganzjährig, ich würde die ganzjährig einfach. Du willst noch auffallen. Du hast gesagt, du willst, dass sie aus 3 Kilometern wissen, dass du kommst. Ich schwöre dir, mit den Schneeketten, da sagen dir alle, der Spinner, dieser Gebauer kommt schon wieder mit seinen Schneeketten hier bei 34 Grad ums Eck getrettet. Die Schneeketten. Also mehr auffallen geht nicht, glaub mir. Das, So, das ist hier Allwetter Fußmatten. Ja, nee. nee. So, Gepäckset Leder für 5.400 €. Nee, danke. Kofferraumbox faltbar. Wie bitte? Wie bitte? Willst du gerade irgendwas sagen über den Premium-Hersteller Porsche? Nein. Nee, ne? Nein. Also ich finde, das Die sind schon, absolut toll, diese Boxen. Also ich glaube, da haben die sehr viel Engineering auch reingesteckt in diese Faltbarkeit. Ich habe das noch von niemand anderem so gesehen. Ich hoffe auch, dass in meinem GT3 RS auch Faltboxen.
Indoor Car Cover. Ich glaube, das ist beliebt, oder? Ich glaube, das sollte... Muss ich auch sagen, ja. Also, Lass es raus, Daniel. ich fand ehrlicherweise, ich war sehr schockiert, als ich meinen abgeholt habe und feststellen musste, das gibt's nicht dazu. So, du musst, also, da wird ja an Ort und Stelle wird dir nochmal 321 Kohle abgenommen, ja. Aber es ist schon geil. Also, Schon gut, ja, ne? Ich es glaube, ist das... auch gut zu haben. Ich werde den auch nicht immer fahren, also dann nehmen wir den mal mit dazu. Achso, guck mal, hier gibt es noch einen anderen Design. Ey, der ist teurer. Jetzt kommt's hier. Aber sieht man nicht. Schwarze. Mit atmungsaktiven Schmutzabweisung im Hotel. Schriftzug auf dem Heckflügel auch noch. Boah. Soll ich die dann nehmen? Wenn du dir was gönnen willst, dann nimm doch mal was. Genau. Ja, kannst doch Menge, kannst doch direkt 5 reinlegen. 10. Bin reich und ich scheiß auf alles. Dann bleiben wir so. Kindersitze. Hatten wir ja schon draußen. Nee, Nicht bekannt. noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. So, Audio und Kommunikation. Oh, guck mal, da steckt sich Apple schon mal 25 € ein und die Und restlichen die 7 nehmen auch € noch. gehen auch noch an Porsche. Ne? Ja. Bin ich zu faul, um mir das selber zu kaufen? Ich meine, jetzt sind wir gerade, schau, wir sind jetzt genau unter 300.000. Ja. Und eigentlich müssen wir jetzt noch gleich drüber, oder? Ja, dass stimmt. so eine 300 da steht einfach, oder? Stimmt, Apple Lightning muss mit dazu. Nimmst du mit dazu. Zack, da sind wir. Das tut weh. Highlights, jetzt kommt noch mal hinten was raus. Chronograph. Kannst du eine Uhr dazu kaufen. Ah, okay. Wie ist es mit solchen Uhren? Die haben wahrscheinlich nicht so viel Wertbestand, oder? Oder gibt es irgendjemanden, so einen Nicht-Uhrenhersteller, der Also so ich Dinger finde, macht? Porsche steckt unglaublich viel Designkraft in ihre Uhren und ich muss sagen, ich finde es sehr spannend, was die jedes Jahr auf neue da rausbringen und ich finde, es sind sehr geschmackvolle Uhren. Persönlich ist es jetzt so, dass ich natürlich eher, sage ich mal, andere Marken gut finde, aber Porsche macht da schon einen super Job. Wie findest du? Ey, also ich sag dir ganz ehrlich, ich meine, vielleicht sagt ja auch deine Community, ey, was der Daniel da sagt, ist scheiße, es muss pink sein, es muss komplett irgendwie... Der sieht Irgendwie natürlich größer. geschmackvoller aus. Ne? Mit schwarz, Carbon sieht... Und weil du ja auch sagst, jetzt stell mal vor, du sagst ja, du trägst auch ganz gerne mal so pink oder sowas. Ja. Und wenn du mit Pink aussteigst, finde ich nicht so geil wie mit Pink aus dem aussteigen. Du kannst recht Schaut, haben. es schaut echt, und vor allem stell mir vor, jetzt stehst du mit einem pinken Outfit vor dem Auto, das harmoniert ja gut. So. Aber mit welchem Outfit stehst du denn vor deinem pinken Auto? Also mit deinem pinken Outfit vor dem grünen, Ja. so. Aber mit welchem Outfit stehst du vor dem pinken? Ja, ich finde es auch. Weiß ich mehr. Ja, ne, ist schon auch mit hier innen drin, ne, mit dem Gelb hier. Das Und auch Wiederverkauf. Ich meine, vielleicht willst du ja irgendwann mal verkaufen. ja. Bei Pink ist schon limitierter. Bei Ne? Pink ist es schon ein sehr klarer Kreis und das Racing Green ist schon eine sehr, also über Jahrzehnte hinweg auch oder über Jahre hinweg einfach schon jetzt immer eine angesagte Farbe. Ah, okay. Ja, ich glaube, dann haben wir uns hier schon ganz gut gefunden. Also es gibt noch ein paar Punkte, die wir jetzt natürlich sprechen müssen vor Ort mit den Jungs. Und eins muss dir natürlich bewusst sein, du musst halt länger warten, wenn du so eine Farbe jetzt nimmst. Ne? Also die Lieferzeit, glaube ich, ist ein halbes Jahr länger. Nein, Wenn du, also wenn du jetzt einen Schwarz nehmen würdest, kommt der 6 Monate schneller als mit deiner Farbe. Ja. Nein. Ja. Aber das ist halt so, wie es ist. Ne? Andere Option, sage ich dir auch ganz ehrlich, die immer geht, den in Schwarz bestellen Und dann folieren und lassen. den dir folieren in der Farbe, die du willst. Hast du die Option zu sagen, hey, mich nervt, also ich probiere das Pink, es nervt mich aber nach 5 Monaten, ich mach's wieder runter. Erstens mal ist er dadurch geschützt, weil du musst ihn entweder mit Steinschlagfolie folieren oder halt mit einer anderen Folie. Das ist auch eine Möglichkeit, die es gibt. Hör auf, Ja. echt? Siehst du das bei so einem Auto? Ich glaube, ich werde ihn in Schwarz bestellen. Erstens mal, weil Schwarz halt immer geht, weil Schwarz immer funktioniert, um foliert zu werden. Wo ist denn der Vorteil? Und dass, ich meine, du zahlst jetzt 15.000 für diese Lackierung. ey, für Für Folierung. 15 kannst du den 3-mal lackieren. Stimmt, 3-mal folieren. Auch verdammt sexy. Boah. Sehr ehrlich, ist schon geil, geht immer. Geht immer, ist voll geil. Genau so ist mein Spec übrigens. Also, falls ich mal jemals, falls ich irgendwann mal einen bekomme, werde ich mir den so specken. Ja. Eigentlich wirtschaftlich und allgemein macht schon eigentlich mehr Sinn, ne? Und schwarz kriegst du halt auch immer verkauft. Also, jeder nimmt einen schwarzen. Natürlich gibt es auch viel mehr schwarze als in Racing Green, Ja. muss man auch sehen. Aber das Auto ist eh so beliebt, den nimmt dir jeder mit Handkuss. Das ist halt die einzige Überlegung.
Aber vielleicht kannst du ja auch mal, weiß ich nicht, mit Ja, einem aber du hast Porsche-Händler schon- sprechen, dass Nein. der sagt, wie lange das dauert mit der Farbe. Nee, aber du hast schon recht, weil ich sag dir ehrlich, dann lasse ich es lieber folieren. Weil dann kann ich mich auch ein bisschen austoben. Dann kannst du halt auch gerade, wenn du sagst, hey, ich möchte damit spielen, ich möchte mal in dem Jahr jetzt gerade passt das und das. Ja. Dann machst du dir die Farbe, hast deinen Look, machst da irgendwie Stories und wenn dich das langweilt, dann machst du es runter und hast wie ein neues Auto, weil du es neu folierst. Das macht auf jeden Fall Sinn. So, machen wir jetzt hier nochmal Porsche Code. Nee, ich glaube, das ist eher mein Ding, dass wir da ein bisschen. Ja. Und sollte er, wenn er schwarz kommt und der gefällt dir gar nicht, ich nehme ihn wirklich auf. Okay. Mach dir da gar keine Sorgen. Ich mache mir gar keinen Stress. Mach dir gar keinen Stress. Wir finden da schon eine Lösung für. Ja gut, dann würde ich sagen, ich gebe das so durch. Und dann sehen wir uns spätestens, wenn er wieder da ist. Ne? Ja, dann fahren wir, ne? Dann fahren wir eine Runde. Freut mich. Vielen Dank für deine Danke auch. Zeit. Du hast mir auf jeden Fall sehr weitergeholfen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und wir haben heute übrigens den Tag auch noch gefilmt auf seinem Kanal. Von daher, wenn ihr sehen wollt, was so vor diesem Bestellprozess abgelaufen ist, schaut gerne bei ihm vorbei. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.